Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, hallo auch von mir. Wir freuen uns, dass du mit uns Deutsch lernst. Genau. Und zur Erinnerung, bis Tag 60 bewegen wir uns hier gemeinsam auf dem Niveau A2. Richtig. Und danach machen wir zusammen den nächsten Schritt und gehen auf das Level B1. Aber bis dahin festigen wir die Grundlagen. Und heute kümmern wir uns um ein sehr alltägliches Thema. Grundwortschatz Kleidung und Mode. Das ist speziell für dich als Deutschlerner oder Deutschlernerin auf Niveau A2 gedacht. Wir schauen uns heute 15 wichtige Wörter rund um dieses Thema an. Wir erklären sie dir und zeigen dir, wie du sie benutzen kannst. Bist du bereit? Ja, super. Lass uns loslegen. Okay, fangen wir an mit den Nomen, also den Dingen, die wir tragen. Das erste ist ein Klassiker, das Hemd. Das Hemd, genau. Auf Englisch heißt das Shirt. Das ist ein sehr bekanntes Kleidungsstück. Oft denken wir da zuerst an Männer, klar. Stimmt? Aber es gibt natürlich auch Hemden für Frauen, die nennt man dann oft Blusen. Aber das Hemd ist so das allgemeine Wort. Verstehe. Man kann zum Beispiel sagen, mein Bruder trägt heute ein weißes Hemd zur Arbeit. Oder vielleicht, ich suche noch ein blaues Hemd für die Party am Samstag. Ja, gute Beispiele. Und was trägt man sehr oft zusammen mit einem Hemd? Also besonders Männer, aber Frauen ja auch. Natürlich die Hose. Ah ja, die Hose. Auf Englisch Trousers oder Pants. Das ist wirklich ein Basiswort, das braucht man ja fast jeden Tag. Absolut. Fast jeder besitzt mehrere Hosen, oder? Ja klar. Man könnte sagen, ich brauche dringend eine neue Hose, meine alte hat ein Loch. Oder vielleicht fragst du jemanden, hast du meine schwarze Hose gesehen? Verstanden. Das sind jetzt Kleidungsstücke, die oft von Männern und Frauen getragen werden. Aber was ist etwas, das eher typisch für Frauen ist, besonders im Sommer? Das Kleid. Genau, das Kleid. Auf Englisch, Das ist praktisch, ja, weil es ein Oberteil und einen Rock quasi in einem Stück kombiniert. richtig, und man sieht sie oft bei festlichen Anlässen oder eben, wenn es warm ist. Zum Beispiel, wow, sie hat ein wirklich schönes Kleid zur Hochzeit getragen. Oh ja, Oder auch, dieses geblümte Kleid gefällt mir sehr gut. sehr schön. Ja. Was brauchen wir noch in unserem Kleiderschrank? Wenn es draußen kühler wird, dann ist die Jacke unverzichtbar. Oh ja, die Jacke. Englisch, Jacket. Das ist sehr nützlich zu wissen. Also besonders im Herbst oder Frühling, ne? Klar. Wenn es kalt ist, ziehe ich eine Jacke an. So einfach ist das eigentlich. Genau. Ein typischer Satz wäre, vergiss deine Jacke nicht, es ist heute Abend kühl draußen. Ja, Oder, ich hänge meine Jacke an den Haken neben der Tür. praktisch, die Jacke. Und ein letztes Nomen für unsere Liste heute. Etwas, das wir an den Füßen tragen und das auch sehr wichtig ist. Die Schuhe. Ach, die Schuhe. Wichtig. Das ist der Plural, also die Mehrzahl. Stimmt. Auf Englisch Shoes. Ein einzelner Schuh ist der Schuh, aber meistens sprechen wir ja von beiden, also dem Paar. Das stimmt. Selten braucht man nur einen Schuh. Also sagt man zum Beispiel, meine neuen Schuhe sind super bequem. Oder, zieh bitte deine Schuhe aus, wenn du ins Haus kommst. Das hört man ja oft. Ja, genau. Perfekt. Das waren unsere 5 Nomen. Das Hemd, die Hose, das Kleid, die Jacke, die Schuhe. Damit können wir schon viele Kleidungsstücke benennen. Definitiv. Aber was machen wir mit diesen Dingen? Dafür brauchen wir Verben. Richtig, die Tunwörter. Und das allerwichtigste Verb im Zusammenhang mit Kleidung ist wahrscheinlich tragen. Tragen, ja. Das kann auf Englisch to wear bedeuten, klar, aber eben auch to carry. Hier beim Thema Kleidung meinen wir natürlich to wear, also etwas am Körper haben. Und ganz wichtig für die Vergangenheit, also wenn man erzählen will, was gestern war, das Perfekt von tragen ist, hat getragen. Genau, es ist ein unregelmäßiges Verb, da muss man ein bisschen aufpassen. Stimmt? Beispiele wären, was trägst du heute Schönes? Oder, ich trage gerne Jeans und T-Shirt. Klassiker. Und im Perfekt, gestern habe ich zum ersten Mal mein neues Kleid getragen. Oder, er hat immer einen Hut getragen. Sehr gut erklärt. Okay, bevor wir Kleidung tragen können, müssen wir sie morgens meistens, ja, was machen wir da? Anziehen.
Wir ziehen sie an. Genau. Das Verb ist anziehen. Englisch, to put on clothes. Und das ist ein trennbares Verb, stimmt's? Genau. Das heißt, die kleine Vorsilbe an geht im einfachen Satz im Präsens ans Ende. Richtig. Und das Perfekt dazu ist, hat angezogen. Auch wichtig. Zum Beispiel, warte kurz, ich ziehe nur schnell meine Jacke an. Mhm. Oder im Perfekt, er hat sich schon seine Schuhe angezogen. Wir können gehen. Super. Und wenn wir das Gegenteil machen wollen, zum Beispiel, wenn wir nach Hause kommen und die Jacke oder die Schuhe nicht mehr brauchen? Dann ziehen wir sie aus. Klar, ausziehen. Ausziehen, Englisch, to take off, clothes. Das ist auch ein trennbares Verb, diesmal mit aus. Aus geht ans Ende. Und das Perfekt ist hier regelmäßig, hat ausgezogen. Sehr praktisch. Ja, das ist gut. Man kann sagen, puh, endlich zu Hause, ich ziehe sofort meine Schuhe aus. Ja, dieses Gefühl kenne ich gut, die Schuhe ausziehen nach einem langen Tag. Absolut. Oder, es ist sehr warm hier drin, ich glaube, ich ziehe meinen Pullover aus. Ein Beispiel im Perfekt wäre vielleicht, sie hat ihr nasses Hemd schnell ausgezogen. Prima. Wir haben tragen, anziehen, ausziehen. Was machen wir, wenn wir neue Kleidung möchten? Weil die alte kaputt ist oder nicht mehr gefällt? Dann müssen wir sie kaufen. Genau. Kaufen. Englisch. To buy. Ein sehr wichtiges Verb. Nicht nur für Kleidung, aber eben auch dafür. Klar. Und das Perfekt ist ganz einfach und regelmäßig hat gekauft. Ja. Zum Beispiel, ich möchte mir morgen eine neue Hose kaufen. Oder wir haben letzte Woche neue Winterjacken gekauft. Ein sehr nützliches Verb. Und was passiert, wenn unsere Kleidung nach dem Tragen nicht mehr frisch ist, vielleicht sogar Flecken hat? Oh je, dann müssen wir sie waschen. Waschen, Englisch, to wash. Das ist wichtig für die Hygiene und damit unsere Kleidung wieder schön aussieht. Genau, das Perfekt ist, hat gewaschen. Aber Achtung, auch hier ist das Verb im Präsens ein bisschen unregelmäßig. Ich wasche, du wärst, er, sie, es wäscht. Darauf sollte man achten. Ah, stimmt. Gut, dass du sagst. Man könnte sagen, ich muss dringend meine Hemden waschen. Ja, Oder im Perfekt, meine Mutter hat gestern die ganze Wäsche gewaschen. Oder auch als Frage. Hast du mein Lieblings-T-Shirt gewaschen? super. Damit haben wir auch 5 wichtige Verben: tragen, anziehen, ausziehen, kaufen, waschen. Das ist schon eine gute Basis, finde ich. Absolut. Und wenn dir diese Erklärungen bisher helfen und du mehr davon möchtest, dann wäre es echt toll, wenn du unseren Kanal abonnierst und uns vielleicht einen Daumen nach oben gibst. Ja, das motiviert uns sehr, weiterzumachen. Das würde uns wirklich freuen. So, jetzt haben wir Nomen und Verben. Fehlen noch die Adjektive, also die Wie-Wörter. Wie kann Kleidung denn sein? Sie kann zum Beispiel einfach schön sein. Schön. Englisch. Beautiful oder nice. Ein sehr positives Wort, das wir oft benutzen, wenn uns etwas gefällt. Nicht nur bei Kleidung, aber eben auch da. Genau. Zum Beispiel, das ist aber ein schönes Kleid. Oder deine neue Jacke finde ich wirklich schön. Oder ganz einfach, die Schuhe sind schön. Und was ist das Gegenteil von schön? Es ist nicht so nett, aber manchmal braucht man das Wort halt auch, um etwas zu beschreiben, das einem gar nicht gefällt. Hässlich. Hässlich? Englisch? Ugly. Ja, kein Kompliment, klar, aber das Wort existiert. Man sollte es verstehen, auch wenn man es vielleicht nicht oft selbst benutzt. Das stimmt. Man sagt es vielleicht nicht direkt zu jemandem über seine Kleidung, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, nein. Aber man kann es über einen Gegenstand denken oder sagen. Beispiel: Ich finde diese alte Lampe wirklich hässlich. Oder bezogen auf Kleidung: Er hat einen Pullover an, den finde ich ziemlich hässlich. Okay, verstanden. Wechseln wir wieder zu etwas Positivem. Ein Adjektiv, das eng mit Kleidung und Trends verbunden ist. Modisch. Modisch. Englisch: fashionable. Das benutzt man, wenn Kleidung dem aktuellen Trend entspricht, also wenn sie in ist sozusagen. Genau. Wenn jemand immer die neuesten Sachen trägt, kann man sagen, sie kleidet sich sehr modisch. Oder ist dieser weite Hosenschnitt gerade modisch? Ein gutes Wort, um über Stil zu sprechen. Kommen wir zu einem sehr praktischen Adjektiv nach dem Waschen. Sauber. Sauber. Englisch clean. Das ist das, was wir uns von unserer Wäsche wünschen, ne? Das Gegenteil von schmutzig. Richtig. Ein sehr angenehmer Zustand. Beispiel: Endlich, mein Lieblingshemd ist wieder sauber. Ah, super. Oder? Die Wäsche ist frisch gewaschen und
ganz sauber. Man kann es auch für andere Dinge benutzen, zum Beispiel, sind deine Hände sauber? Und logischerweise kommen wir damit zum letzten Wort für heute, dem Gegenteil von sauber. Schmutzig. Schmutzig. Englisch dirty. Wenn etwas nicht sauber ist, zum Beispiel nach der Gartenarbeit, nach dem Sport oder wenn Kinder draußen gespielt haben. Ja, Kinderkleidung ist oft schmutzig, das kennen Eltern gut. Oh ja. Beispiel. Oh nein, meine Hose ist nach dem Spaziergang im Wald ganz schmutzig. Oder? Deine Schuhe sind total schmutzig vom Matsch, bitte putzen. Mhm. Oder? Bring die schmutzige Wäsche bitte in den Wäschekorb. Genau. Das waren sie, unsere 15 Wörter für heute. Lass uns sie noch einmal kurz im Überblick nennen. Das Hemd, die Hose, das Kleid, die Jacke, die Schuhe. Das waren die Nomen. Richtig. Dann die Verben. Tragen, anziehen, ausziehen, kaufen, waschen. Jawohl. Und die Adjektive? Schön, hässlich, modisch, sauber, schmutzig. Puh, eine gute Liste für den Anfang. Absolut. Und damit du diese Wörter jetzt noch besser im Zusammenhang siehst und dir vielleicht auch besser merken kannst, haben wir eine kleine Alltagsgeschichte vorbereitet. Hör gut zu und achte mal darauf, welche unserer neuen Wörter du wiedererkennst. Stell dir vor, Anna steht an einem Samstagmorgen vor ihrem Kleiderschrank. Sie überlegt, was soll ich heute anziehen? Draußen scheint die Sonne. Sie sieht ihr Lieblingskleid. Es ist wirklich sehr schön und perfekt für warmes Wetter. Klingt gut. Aber dann schaut sie auf die Wetter-App. Es soll später doch kühler werden und vielleicht regnen. Okay. Vielleicht ist das Kleid doch keine so gute Idee. Sie entscheidet sich anders. Sie nimmt eine bequeme blaue Hose und ein weißes Hemd. Das Hemd hat sie gestern frisch gewaschen, es ist also schön sauber. Praktisch. Vorgestern war es nach dem Grillen leider etwas schmutzig geworden. Ah ja, Anna zieht also die Hose und das Hemd an. Sie fühlt sich wohl darin. Weil es aber doch nicht ganz so warm ist, braucht sie noch eine Jacke. Sie hat 2 zur Auswahl. Eine alte, grüne Jacke, die sie eigentlich ziemlich hässlich findet. Okay. Und eine neue, beige Jeansjacke, die gerade sehr modisch ist. Na, die Wahl ist einfach. Sie nimmt natürlich die modische beige Jacke. Jetzt fehlen nur noch die Schuhe. Wo sind ihre Lieblingssneaker? Ah, da stehen sie. Diese Schuhe sind weiß und passen zu fast allem. Die trägt sie fast jeden Tag, weil sie so bequem sind. Super. So angezogen geht Anna später in die Stadt. Sie möchte sich eine neue Sporthose kaufen, weil ihre alte beim letzten Training gerissen ist. Oh je. Sie findet eine passende Hose in einem Sportgeschäft. Nach dem Einkaufen geht sie noch einen Kaffee trinken und dann nach Hause. Klingt nach einem schönen Samstag. Ja. Als sie zu Hause ankommt, ist sie etwas müde. Das Erste, was sie macht, sie zieht ihre Jacke und die Schuhe aus. Ah, wie angenehm. Das glaube ich. Sie stellt die Einkaufstüte ab. Am Abend erinnert sie sich. Ach ja, sie muss ja noch die Sportkleidung vom letzten Training waschen. Also sammelt sie die schmutzige Wäsche ein und startet die Waschmaschine. Das war unsere kleine Geschichte mit Anna und ihrer Kleidung. Hast du viele der 15 Wörter erkannt? Wir hoffen, die Geschichte hat dir geholfen, die Wörter in einem Kontext zu sehen. Genau. Und wir hoffen, dass diese 15 Wörter dir beim Deutschlernen helfen. Wie immer gilt, Übung macht den Meister. Versuch mal, die Wörter selbst zu benutzen. Eine gute Idee ist? Schreibt doch bitte eure eigenen Sätze mit diesen Wörtern unten in die Kommentare. Zum Beispiel, was ist dein Lieblingskleidungsstück? Oder, was trägst du heute? Was musst du bald waschen? Ja, wir lesen das sehr gerne und es ist eine tolle Übung für dich. Ja, macht das und wenn dir diese Art zu lernen gefällt, dann bitte abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge verpasst und gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und seid gespannt auf morgen. Da haben wir wieder ein sehr wichtiges Grundlagenthema. Farben und Formen. Oh ja, das ist super wichtig. Da sprechen wir über die Wörter, die du brauchst, um Dinge genau zu beschreiben. Also wie etwas aussieht, das braucht man ständig im Alltag. Absolut. Also, bleibt unbedingt dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis morgen und viel Erfolg beim Weiterlernen. Bis morgen. Tschüss.